Mysterium Antarktis und die 1000 Mythen, die sich um diesen entlegenen Bereich unserer Erde drehen. Mir ist zugespielt worden ein interessantes Interview eines ehemaligen Soldaten und Bibliothekaren, der mit der wichtigen Aufgabe betraut war, geheime Unterlagen der US-Regierung zu vernichten. Vorher soll er sie aber noch gelesen haben, laut eigenen Informationen. Wir schauen einfach mal rein, was dieser Whistleblower davon sich gibt, was er zu sagen hat und was er da alles gelesen haben will und wie er uns das wiedergibt. Und dann schauen wir uns natürlich auch mal den Wahrheitsgehalt von sowas an, ob das wirklich alles stimmt, nur zu Teilen stimmt oder auch nicht. Also da sind erschreckende Sachen bei. Wir kommen zu dem deutschen Raumfahrtprogramm, wir gehen in die Antarktis, wir gehen tief in den Zweiten Weltkrieg hinein, wir gehen auf Ereignisse im Zweiten Weltkrieg drauf ein, politischer Natur, aber auch militärischer Natur. Aber wer ist denn dieser Mann? Wir schauen erst mal rein, wer der Mann überhaupt ist. Zwar geht es hier um Douglas Dietrich. Ja, Douglas Duane Dietrich ist ein US-amerikanischer Bibliothekar und Verschwörungstheoretiker. Als Bibliothekar will Dietrich Einsichten in geheime Akten gehabt haben. Unter anderem will Douglas aus angeblichen geheimen Quellen wissen, dass das damalige Deutsche Reich sowie Japan im Zweiten Weltkrieg von den USA zweimal eine Atombombe eingesetzt hätten. Belege für diese analogen Behauptungen nennt Dietrich nicht. Insbesondere beim Nexus-Magazin, ich glaube, daher stammt auch das Interview, was ich habe zugespielt bekommen, stießen Douglas Behauptungen und Spekulationen auf Beachtung. Thomas Kirchner, ich glaube, das ist wirklich der Mann, der ihn interviewt hat, auch in meinem Interview. Biografie, wurde in Taiwan als Sohn US-amerikanischen Soldaten und einer Chinesin geboren. Er machte Ausbildung zum Illustrator. Dietrich war 91 selbst, ebenfalls Soldat, Marine. Seine Aufgaben waren gewesen, als geheim eingestufte Dokumente zu vernichten. Also wir haben uns viel vorgenommen, das ist ganz schön lang. Ich habe mir die relevanten Sachen angemarkert, damit wir da erstmal drauf eingehen. Ansonsten sprengt das einfach den Rahmen. Also hier ist es auch nochmal, Matrose arbeitet 10 Jahre lang als Militärbibliothekar für das US-Verteidigungsministerium in SF, Vernichtung von Akten. Wir steigen mal hier ein. Die meisten Menschen auf der Welt oder auch in den USA wissen nicht, dass die Top-Secret-Freigabe eigentlich die niedrigste Sicherheitsfreigabe der Vereinigten Staaten ist. Darüber gibt es jede Menge durch Zahlen und Buchstaben gekennzeichnete Freigaben. Der amerikanische Präsident hat einen relativ niedrigen Zugang, weil er das Land nur 4 bis 8 Jahre anführt. Es gibt etliche Leute, damit hat er gar nicht Unrecht. Der Präsident regiert maximal 8 Jahre, also 2 Legislaturperioden, dann ist Schluss, egal wie gut er ist, er darf sich nicht mehr aufstellen lassen. Einer meiner Hauptaufgaben als Militärbibliothekar war Aktenvernichtung. Und bei dem, was ich sah, begann ich mich auch sehr für die Geschichte zu interessieren. Also hier ist nochmal unterlegt, seine Hauptaufgabe war die Aktenvernichtung. Jetzt kommt jede Menge Zeug, damit die Überbleibsel des Dritten Reiches verfolgen kann. Also er hat sich sehr mit dem Thema Drittes Reich auch befasst, weil er da wahrscheinlich viele Akten von vernichtet hat. Wir gehen mal rein und fangen an, die Wahrheit zu überprüfen, was er da sagt. Die Sache ist jedenfalls die, als ich mich ein wenig mit den Akten der Alliierten oder der Achsenmächte befasste, die ich zu zerstören hatte, musste ich mich mit der Tatsache abfinden, dass Geheimdienstoffiziere nur in begrenztem Ausmaß beauftragt wurden, diese Dokumente zu übersetzen. Eben nur, wenn man das Gefühl hatte, die Arbeit würde sich lohnen. Das bedeutet, wenn die da so riesige Aktenmengen, und das waren ja mehrere zigtausende Tonnen, die aus Deutschland damals in die USA verbracht wurden, hat man wirklich nur die wichtigsten auch für seine Landsleute übersetzt. Das heißt, da wird so viel verloren gegangen sein, wo die Amis oder der Großteil der Amerikaner überhaupt gar keine Kenntnis von hatten. Ich werde Ihnen jetzt mal was über die Kriegsführung auf dem europäischen Kontinent erzählen, das so gut wie niemand weiß. Die Amerikaner und die Briten wurden in Afrika von Rommels Afrikakorps so oft vernichtend geschlagen, dass sie zur Einsicht kamen, eine Invasion auf dem Kontinent wäre zu aufwendig. Also beschlossen sie, lieber Massenvernichtungswaffen einzusetzen, um das Dritte Reich zu einem Friedensangebot zu zwingen. Bei der Schlacht am Kasserine-Pass mussten die Amerikaner beispielsweise vor der deutschen Truppen fliehen, regelrecht vor dem Feind davonlaufen. Daher glaubten sie, dass sie gegen die deutsche Kriegsmaschinerie weder militärisch noch operativ eine Chance hätten. Als der Krieg auf der italienischen Halbinsel vorgedrungen war, sie wollten sich durch Italien nach Norden kämpfen, um den südlichen Teil der Halbinsel zu stabilisieren. Für sie war Italien die schwächste der Achsenmächte.
Wenn sie dieses Land einmal erobert hätten, könnten sie Bombenangriffe auf den Rest Europas fliegen. Also ging es bei dem Angriff nur darum, Süditalien zu erobern. Und dann brachten sie tonnenweise Nervengas in das Land. Also jetzt sind wir erst einmal bei Nervengas. Also es soll ja im Zweiten Weltkrieg nicht eingesetzt worden sein. Also auf deutscher Seite auf jeden Fall nicht. Die Deutschen hatten riesengroße Produktionen eben für Kampfstoffe, chemische Kampfstoffe, also Gas. Sie wurden aber nie eingesetzt. Sie hatten die Absicht, Deutschland mit Nervengas zu bombardieren, was natürlich gegen die Genfer Konvention, gegen das Völkerrecht des Völkerbundes verstieß. Obwohl die USA nicht irgendein Gründungsmitglied des Völkerbundes waren, sondern sogar das entscheidende Gründungsmitglied. Sie waren so verzweifelt, dass sie bereit waren, ihr eigenes Völkerrecht zu brechen. Also verschifften die Amerikaner und die Briten tonnenweise Nervengas in die süditalienische Hafenstadt Bari. Vor allem Senfgas, aber auch in der Entwicklung befindliche Nervengifte, die noch ungetestet waren. Britische und amerikanische Handelsschiffe legten nach der Eroberung Süditaliens in Bari an, zwischen all den Kriegsschiffen. Und man bereitete sich darauf vor, Düsseldorf und Köln mit Nervengasbomben anzugreifen. Doch der deutsche Marinegeheimdienst kam dahinter, dass die Alliierten chemische Waffen nach Europa gebracht hatten und verständigte Reichsmarschall Göring, der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. Aus diesem Grund bombardierten die Deutschen am 2. Dezember 1943 den Hafen, und zwar so meisterhaft, dass sie der amerikanischen Flotte mehr Verluste zufügten als der Angriff auf Pearl Harbor. Mehr als 17 Handelsschiffe der Alliierten und mindestens so viele Kriegsschiffe explodierten und setzten das Nervengas frei, das sie geladen hatten. Und dann schwebte eine riesige Wolke giftiger Chemikalien über Bari und forderte Hunderttausende Todesopfer. Jetzt müsste man mal gucken, wie groß Bari ist, ob da wirklich Hunderttausende Menschen leben. So, dann prüfen wir doch mal. Das ist Bari, Stadt in Italien, und sie hat 322.316 Einwohner, Stand Dezember 19. Gut, wenn da Hunderttausende waren, also da wäre ja die Wolke, die hätte ja dann riesig sein müssen und alles platt gemacht. 100.000 halte ich für ein bisschen sehr weit hergeholt, ne? Aber gut, möglich wäre es, sagen wir es mal so. Und warum haben wir nie davon erfahren? Davon werden Sie auch nie erfahren, weil die amerikanische Regierung nach Kriegsende gezwungen war, den Marshallplan zum wirtschaftlichen Wiederaufbau zu unterstützen. In dieser Zeit haben die USA Bestechungsgelder in einer enormen Höhe an die aufeinanderfolgenden italienischen Regierungen gezahlt, um die Affäre geheim zu halten. Die italienische Regierung baute die Stadt Bari mit viel Geld wieder auf und ließ die Leichen beseitigen. Das ist jetzt erstmal eine harte Anschuldigung. Ich habe dazu recherchiert. Wir schauen mal rein. Und ich bin fündig geworden. Nämlich ein Bericht von Spiegel Politik vom 23.10.1988. Ein geheimer Plan enthüllt, dass die Amerikaner gegen Kriegsende bereit waren, einen großen Teil der deutschen Bevölkerung mit Giftgas zu vernichten. 4 Tage schon lag das amerikanische Handelsschiff John Harvey im Hafen der süditalienischen Stadt Bari und die Ladung war immer noch nicht gelöscht. Weder der Kapitän noch die Besatzung ahnte, welche gefährliche Fracht sie im amerikanischen Baltimore 5700 Seemeilen entfernt an Bord genommen hatten. Nur 7 mitschippernde Soldaten, an ihrer Spitze Oberleutnant Howard Beckström, wussten über Einzelheiten Bescheid. Am 2. Dezember 1943, zur Abendstunde, griffen deutsche Ju-88-Bomber 20 Minuten lang die Piers in Bari an. Sie versanken 17 Schiffe und beschädigten 8 weitere schwer. Auch die 10.617 Bruttoregistertonnen große John Harvey fing Feuer und explodierte. Kurz darauf wurden Verletzte mit sonderbaren Symptomen in die Lazarette eingeliefert. Sie hatten Hautschäden, Augenschmerzen, geschwollene Geschlechtsteile, extrem niedrigen Blutdruck bei stark erhöhten Pulsfrequenz. Die Ärzte tippten auf eine spezielle Art von Hautentzündung. Eine folgenschwere Fehldiagnose. In dem US-Frachter lagerten, was Beckström bei dem Angriff getötet wurde, auf Weisung von oben hatte verschweigen müssen, 540 Tonnen Senfgas. Über 1000 Soldaten und Zivilisten kamen in den Schwaden des hochgiftigen Kampfstoffes ums Leben. Die Alliierten vertuschten, wie es zu dem Massensterben kommen konnte. Sie gaben Verbrennungen, Bronchitis oder Lungenkomplikationen als Todesursache an. Also hier wird von 1000 Leuten gesprochen und Douglas Dietrich hat von 100.000 gesprochen. Ich denke mal, wir nähern uns irgendwo so ein bisschen mittig, ne? Also, dass nur 1000 um Lebens gekommen sind, glaube ich nicht. Ich denke eher, dass mehr waren, aber 100.000 auf keinen Fall. So der Historiker und Giftgasexperte Günter Gellermann. Ein streng gehütetes Geheimnis. Also bis heute noch geheim gehalten, dass die Alliierten tatsächlich völkerrechtswidrig Köln und Düsseldorf mit chemischen Waffen angreifen wollte. Also ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit allererster Güte, ne? Da kann man wirklich nur froh sein, dass die deutsche Luftwaffe das oder der Geheimdienst mitbekommen hat und die deutsche Luftwaffe da sauber ihren Job gemacht hat, dass diese Waffen nicht über diesen Großstädten zum Einsatz kamen. Natürlich sind in Italien auch Menschen gestorben. Das ist auch sehr bedauerlich. Jedes Menschenleben ist eines zu viel.
aber die vernichtende Wirkung von Gas in Großstädten wäre verheerend gewesen. Ne? Erst ein Zufallsfund des württembergischen Privatforschers und Fachautors Fritz Hahn in einem Washingtoner Archiv enthüllte die Dramatik eines Plans, den die US-Kriegsführung unmittelbar nach dem Einsatz von Gas durch Achsenmächte verwirklichen wollten. Danach sollten von Italien nach England aus tausende Flugzeuge in eine 15-tägige Operation 30 deutsche Großstädte mit Senfgas oder noch giftigerem Phosgen einnebeln, alle wichtigen Industrie- und Fabrikationsanlagen zerbomben und so den Zweiten Weltkrieg in Europa mit einem Schlag beenden. Unter Punkt 4 des Plans, mögliche Ergebnisse Angriffes, errechnete US-Spezialisten der Abteilung für Chemiekrieg-Aufklärung, wie viele Menschen direkt beeinträchtigt, also getötet würden. 5.600.000. Weitere 12 Millionen würden den vorgeschlagenen Angriff indirekt ausgesetzt sein. Überleg mal, die haben in Kauf genommen, dass über 5 Millionen Menschen sofort sterben. Das war der Plan der Amerikaner. Und das muss man jetzt erstmal verdauen. Also 5 Millionen Menschen auf einen Schlag. Das ist schon ein Kracher. Hitlers Nachrichtendienste hatten offenbar von den amerikanischen Vorbereitungen, wenn auch nur bruchstückhaft, erfahren. Sie wussten, dass seit Anfang 1943 laufend Kampfstoff nach West- und Nordafrika verschifft und dort gelagert wurde. Nicht allzu weit von Süditalien entfernt. Überlegt euch mal, die Amerikaner haben das selber verboten, diesen Einsatz, aber halten sich mal selber wieder nicht dran. Das kennen wir, das ist amerikanische Vorgehensweise tatsächlich. Und das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wirklich allererster Güte. So, Englands Premierminister Winston Churchill verfolgte ähnliche Ziele wie damals Roosevelt. Auch auf britischer Seite wurde sehr ernsthaft über Gaseinsatz gegen Deutschland nachgedacht. So teilte Churchill am 6. Juli 1944 seinem Stabschef mit: Ich wünsche, dass eine kaltblütige Einschätzung darüber vorgenommen wird, ob es günstiger für uns wäre, Giftgas einzusetzen. Wenn wir dies tun, dann sollte es 100%ig sein. Churchill verlangte, dass die Angelegenheit in der Zwischenzeit von vernünftigen Leuten behandelt werde. Seine Militärs hielten sich jedoch zurück. Bislang meldeten sie den Regierungschef, sei die Moral der deutschen Bevölkerung durch unsere Luftangriffe nicht gebrochen worden. Der Vorteil der Überraschung könne daher nur von kurzer Dauer sein. Außerdem argumentierten sie, verfüge der Gegner über eine gute Gasschutzausrüstung. Also Deutschland hatte sich darauf vorbereitet. Dass Gasmasken bei Los- und Phosphogeneinsätzen lebensrettend sein können, belegt Statistik aus dem Ersten Weltkrieg. Doch Deutschland war entgegen der Einschätzung der Londoner Generalität fast schutzlos. Weder gab es Sirenen für Gasalarm noch genügend Luftschutzräume. Etwa 65% aller Zivilisten im Reichsgebiet, so errechnete Gellermann, besaßen keine Gasmasken. Am schlimmsten stellt sich die Lage bei kleinen Mädchen und Jungen bis zu 3 Jahren dar. Sie sollten, nach Hitlers Vorstellung, eigentlich mit speziellen rundum abgedichteten Gasbettchen und Gasjäckchen aus Gummi ausgerüstet werden. Doch weil es weder genug Kautschuk noch den Ersatzstoff Buna gab, waren fast 90% der Kinder ungeschützt. Die Eröffnung eines Gaskrieges durch die Alliierten zu diesem Zeitpunkt, resümierte Gellermann, hätte zu einer Katastrophe geführt und Deutschland wahrscheinlich gezwungen, innerhalb der kürzesten Zeit die Waffen niederzulegen. Also es ist wirklich ein Hammer, dass man das alleine in Betracht gezogen hat. Warum es nicht eingesetzt wurde, Deutschland hatte auch ein riesiges Arsenal. Vielleicht hatte man Angst davor, dass Vergeltung stattfindet. Aber für alle Seiten ist es besser, weil darunter hätten nur Zivilisten gelitten. Das ist die schlimmste aller Kriegsführungen, wirklich ist die chemische, biologische und atomare. Also da können wir von Glück reden, dass das niemals hat stattgefunden. Alleine die Tatsache, dass die Amerikaner schon Nervenkampfstoffe nach Europa verschifft haben und diese Pläne da waren und dass man in Kauf genommen hat, über 5 Millionen Menschen dem Gastod auszusetzen. Also das zeugt einfach von der Kaltblütigkeit des Zweiten Weltkrieges. So, nun mal weiter. Also hier hatte Douglas wirklich recht gehabt. Ich hätte es nicht gedacht, aber wie gesagt, der Spiegel hat darüber auch einen Bericht gemacht. Selbst mir war es nicht bekannt und ich habe viel über den Zweiten Weltkrieg wirklich gelesen. Gucken wir mal weiter, weil das echt viel ist. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Also wer das lesen will, das ist zu finden, Douglas Dietrich Interview. Das findet man im Internet. Ich habe es, wie gesagt, zugespielt bekommen und wir gehen jetzt mal über in den interessanten Teil. Charles Lindbergh und die Bombe. Und warum hat er Lindbergh nach Europa entsandt? Also es geht hier darum, ich mache es mal kurz, Lindbergh wurde geheim nach Europa versandt, um mit den Nationalsozialisten zu verhandeln. Damit er sich dort möglichst viele Nazi-Wissenschaftlern und Technikern in Verbindung setzen und die Atombombe aus Deutschland in die USA bringen konnte. Also die USA hatten ein Interesse daran, die deutschen Wissenschaftler quasi
abzuwerben und sich ihr Wissen anzueignen. Er geht hier genau rein, wie gesagt, wenn es interessiert, das könnt ihr alles nachlesen. So, als Charles Lindbergh nach Europa entsandt wurde, gelang es ihm im Zuge der geheimen Verhandlungen mit der Regierung des Dritten Reiches, die Little Boy-Bombe von den deutschen Wissenschaftlern zu erhalten. Und die brauchten die Amerikaner nicht mehr zu testen, weil sie ja bereits wussten, dass sie funktionierte und von den Deutschen eingesetzt worden war. Sie wussten, dass sie damit eine funktionsfähige Waffe hatten. Ob er jetzt meinte, eingesetzt, also mir ist es nicht bekannt, dass Deutschland eine Atomwaffe im Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat. Lediglich von diesen Tests in Thüringen wird berichtet durch Geheimdienstberichte, wo das ZDF auch einen hervorragend recherchierten Beitrag zu gemacht hat. Ich bin darauf auch eingegangen. Wer es interessiert, kommt mit in die Videobeschreibung. Ohne Charles Lindbergh wären die USA nicht im Besitz dieser Bombe gelangt. Darüber wurde nie offiziell geredet. Dabei braucht man sich nur zu fragen, warum die Amerikaner zwei verschiedene Bombensysteme, eine Uran- und eine Plutoniumbombe, entwickelt hätten sollen. Das wäre ja völlig sinnlos gewesen, wurde aber im Zuge der amerikanischen Nachkriegspropaganda als Tatsache akzeptiert. Also genau hier drauf bin ich auch eingegangen, dass ja auch die erste abgeworfene Bombe über Japan eine Bombe war, die nicht getestet wurde. Also man hat ein neues Waffensystem, wo man keine Erfahrung mit hat und sagt dann, der Zünder ist so zuverlässig, dass wir die Bombe nicht testen müssen. So, wenn die Bombe jetzt wirklich über Japan abgeworfen wird und der Zünder doch versagt, ja, dann liefert man dem Gegner frei Haus den Bauplan zu einer funktionierenden Massenvernichtungswaffe. War der Propagandaminister des Dritten Reiches, Dr. Paul Joseph Goebbels. Der führte eine geniale Propagandakampagne durch, indem er behauptete, das Dritte Reich sei in Kontakt mit Außerirdischen getreten. Und die würden die Nazis als legitime Regierung des Planeten Erde anerkennen. Vor allem deshalb, weil sie die ersten gewesen seien, die mit den Aliens in Verbindung getreten wären. Mir ist darüber nichts bekannt, dass Joseph Goebbels irgendwo in seiner Propaganda-Ansprachen gesagt hätte, dass das Deutsche oder Dritte Reich mit Aliens, also mit außerirdischem Leben in Kontakt getreten ist. Also dazu kann man natürlich auch nichts recherchieren, mag ich jetzt sehr bezweifeln. Wenn ihr dazu was habt, dann bitte her damit. Aber wie gesagt, mir ist nichts bekannt, auch ich habe ein bisschen rumgefragt in meinem Bekanntenkreis, die sich mit dem Thema auskennen, also Zweiter Weltkrieg, da ist keinem was bekannt. Es gibt aber auch keine Aussagen von Zeugen, weil das sollte ja damals im Rundfunk ausgestrahlt worden sein und das hätten die Deutschen dann mitgekriegt. Ne? Vielleicht wurde das, wenn überhaupt, irgendwelchen Agenten verraten und dann nach Amerika oder generell an die Alliierten weitergegeben. Ne? Also das ist eine Vermutung. Also ich glaube, dass es dafür keine Belege gibt und ja, also dass es öffentlich war zumindest. Ne? Der von der Existenz außerirdischer Flugobjekte überzeugt war und während der gesamten 1950er Jahre auch ganz offen darüber sprach. Er war dann Leiter des Massey Project, des britischen Äquivalents zum amerikanischen Projekt Blue Book, zur Sammlung und Auswertung von UFO-Sichtungen. Also tatsächlich 1944 oder 1945 eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie sagten, Deutschland hätte eine neue Wunderwaffe. Das ist tatsächlich mal passiert. Aber dazu kann ich jetzt nichts sagen, lässt sich auch nicht recherchieren. Da die Deutschen ihre großen feierlichen Veranstaltungen als erstes Land der Welt im Fernsehen ausstrahlten, konnten sie auch behaupten, dass Außerirdische in der Nähe unseres Sonnensystems ihre Signale aufgefangen und sie deshalb als rechtmäßige Regierung anerkannt hätten. Also wie gesagt, dafür gibt es nichts irgendwo Belegbares und das halte ich auch für komplett Nonsens, also tatsächlich. Ne? Also wenn das wirklich in der Wochenschau damals gekommen wäre, da würde es heute noch Dokumente drüber geben, da hätten auch die Menschen im ganzen Land und auch meine Großeltern mir da bestimmt noch von erzählt. Ne? So, jetzt geht das hier weiter. Deutsche Regierung gegen des Vorrückens der Roten Armee Evakuierten sagte aus, dass er und seine Mitgefangenen zu diesem Zeitpunkt einen Bomber in etwa 5,5 Kilometer Höhe gesehen hätten. Die Männer starrten entsetzt zu dem Flugzeug hinauf, aus dessen Heck scheinbar Flammen schossen. Nach einiger Zeit hielten sie das Phänomen für ein Leuchtgeschoss im Windschatten des Bombers. Aber irgendwann realisierten sie, dass beide Erklärungen nicht stimmten, sondern dass ein riesiger Feuerball rund um das Flugzeug kreiste und die Maschine verzweifelte Ausweichmanöver durchführte. Die Deutschen setzten diese Foo Fighter also nur ein, um ihre Behauptung vom Kontakt mit außerirdischen Rassen zu unterstützen. Douglas Dietrich, genau. Also, dazu ist mir nichts bekannt. Also, wie gesagt, das hätten die Deutschen gewusst und da hätte man, also Foo Fighter, diese Erscheinung ist bekannt, aber so wie er das da beschreibt, habe ich das noch nie gehört und auch noch nie irgendwo gelesen. Goebbels entkam also, Hitler entkam, Bormann entkam.
Welche führenden Nazis gelang denn noch die Flucht? Also hier geht es um die Absetzbewegung und um die Flucht. Douglas Dietrich, mit Sicherheit SS-Gruppenführer Hans Kammler und einer Menge wichtiger Techniker, die für das Dritte Reich unerlässlich waren. Im Kalten Krieg nannte man die überlebende Macht dann auch das tausendjährige Reich und behandelte es als dritte Macht dieser Auseinandersetzung. Also im Kalten Krieg hat das Dritte Reich offensichtlich noch nach seinen Aussagen ordentlich mitgemischt. Und sind die Nazis alle an denselben Ort geflüchtet oder an verschiedene? An sehr unterschiedliche Orte sogar. Sie unterhielten nach wie vor geheime Stützpunkte in Norwegen, Grönland, auf den Kanarischen Inseln, in der Antarktis und in Südamerika. Die meisten flüchteten jedoch nach Argentinien, weiter in die Antarktis und von dort aus ins Unterland. Das ist ein interessanter Begriff, Unterland. Und wir kommen auch direkt in die Antarktis. Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Die meisten Menschen auf dieser Welt wissen nichts über dieses Thema. 1992, während eines letzten Jahres als wissenschaftlicher Bibliothekar für das amerikanische Verteidigungsministerium, schrieb ein Wissenschaftler namens Alan Bruce Thompson einen Artikel unter dem Titel Wasser im oberen Erdmantel, in dem er der Öffentlichkeit, sofern sie die Fachausdrücke verstand, endlich die Wahrheit nahebrachte. Der Artikel war so mit geophysikalischen Fachausdrücken gespickt, dass man als Nicht-Experte kaum begriff, worum es darin ging. Im Prinzip legte Thomson dar, dass der Erdmantel unter der Gesteinsschicht Wassereinschlüsse enthält, und zwar in solchen Mengen, dass die Gesamtwassermenge unserer Meere dagegen verblasst. Mit anderen Worten, im unteren Erdmantel gibt es mehr Wasser als in allen Ozeanen zusammen. Und die Ozeane machen schon 75, also es ist auch nicht richtig, es sind 71%, aber gut, wenn er da frei geredet hat, passieren halt mal solche Fehlerchen. 15 Jahre später fanden zwei amerikanische Forscher mit Hilfe seismischer Wellen den Beweis dafür, dass es in den porösen Gesteinsschichten unter Peking ein ganzes Meer enthalten ist. So, wir sind jetzt wirklich schon in der Unterwelt, also ich glaube, das geht schon Richtung innere Erde. Ich erwähnte das alles, weil das Militär schon seit vielen Jahren darüber Bescheid wusste, also die wussten das. Und die Nazi-Regierung noch Jahrzehnte vorher. Churchill machte sich gerne über das Dritte Reich lustig, weil er seine Gebirgsjäger, die normalerweise im Kaukasus aktiv waren, nach Tibet entsandte. Er hatte keine Ahnung, dass die Nazis Eingänge in jene unterirdischen Bereiche entdeckt hatten, die von diesen gewaltigen Wasserdurchflüssen ausgewaschen worden sind. Also hier sind wir wieder bei der Tibet-Expedition. Und diese innere Erde, ja, also ein Höhlensystem, was mit dem ganzen Planeten verbunden ist, ähnlich wie in der Antarktis, wo man gesagt hat, dort gibt es subglaziale Flusssysteme, die möglicherweise mit dem gesamten Planeten in Zusammenhang stehen bzw. verbunden sind. Ne? Also da gehen wir auch mal, das kann man nachlesen. Das ist auf jeden Fall nicht so, wie er das beschreibt, aber die Indizien dafür sind da. Ne? Wasser ist eine zerstörerische Kraft und kann im Laufe von Jahrtausenden oder gar Jahrmillionen riesige Löcher und Höhlensysteme in massiven Felsgestein graben. Das ist auch bekannt. So haben die unterirdischen Wassermassen eben überall unter der Erdoberfläche gigantische Hohlräume ausgewaschen. Die Erde ist nicht hohl, aber es gibt eine innere Erde unter ihrer Oberfläche mit kilometerhohen Kavernen, die ihr eigenes Wetter haben, weil bei solchen Dimensionen das Wasser an ihren Decken kondensiert und zu Regen wird. Also Ähnliches ist bekannt aus dieser Germania-Halle, also was die Nationalsozialisten in Berlin planten. Die war ja so hoch, dass damals auch schon die Architekten damit inbegriffen haben, beziehungsweise da haben Experten gesagt, Moment mal, wenn die so hoch ist und das Ding gefüllt ist mit Tausenden oder wie viel, ich weiß nicht, wie viele Menschen da reingehen sollten, alleine durch das Atmen entsteht da so viel Flüssigkeit, dass das oben kondensiert, also dass Regen entsteht. Also so groß sollte die Halle sein. Und wenn da natürlich solche Kavernen sind, ist es auch mehr als vorstellbar. Also klingt jetzt erstmal nur logisch, wenn es sowas geben sollte. Zwischen Nordpol und Antarktis befindet sich also eine unterirdische Welt aus Meeren und Flüssen, überall unter unseren Füßen und unter den Ozeanen. Diese Welt wurde als Unterland bezeichnet. Also nicht die innere Erde und auch nicht die hohle Erde, sondern ein Höhlensystem mit der Bezeichnung Unterland. Und in diesen Kavernen gibt es genügend Orte, wo man trockenen Fußes überleben kann. Ja, sie sind wie der Grand Canyon. Es gibt natürlich auch Kavernen, die ganz ausgetrocknet sind, aber durch die meisten bewohnbaren fließt noch ein Strom. Und an dessen Ufern haben sich Sedimente abgelagert. Das heißt auch Fruchtbarkeit. Ist nur das Problem mit dem Licht. Also wo kein Sonnenlicht ist, da gedeiht auch nicht wirklich was. Die Nazis haben diese Kavernen also während des Krieges entdeckt und sich später dort verborgen. Ganz bestimmt. Eigentlich wurden sie schon vor Kriegsausbruch entdeckt. Die Himalaya-Expedition und kurz danach ging es ja schon in Richtung Antarktis, also zur deutsch-antarktischen Expedition. Und eine entscheidende Rolle in der ganzen Geschichte spielt Martin Bormann.
Denn keiner weiß, wofür er im Dritten Reich eigentlich zuständig war. Also wie gesagt, warum der da war, ist wirklich sehr umstritten und es gibt noch keine so schlüssige Erklärung. Oft geht das, ja, es war halt ein Freund von Hitler und deswegen und ja. Aber trotzdem, also eine Aufgabe wird er gehabt haben. Andere wiederum sagen, er war ein sowjetischer Spion. Also da gehen die Meinungen auch wieder auseinander. Was da jetzt wahr und unwahr ist, das kann man mit Sicherheit nicht sagen. Also man sagt hier, die ist für die Vermögensverwaltung zuständig gewesen, unter anderem, also das habe ich auch schon mal gelesen, wie all das Geld für die Nazis arbeiten ließ, mithilfe der wichtigsten Waffen des Dritten Reiches, des Computers. Der erste funktionsfähige, programmierbare Computer der Welt wurde von Konrad Zuse im Dritten Reich gebaut. Konrad Zuse, Computer, Drittes Reich. Das klingt jetzt auch erstmal sehr komisch. Wir prüfen das mal auf Wahrheitsgehalt. Das Konrad Zuse, das Foto stammt von 92, Konrad Ernst Otto Zuse, 1910 in Deutsch-Wilmersdorf, 18. Dezember 95 in Hünfeld, war ein deutscher Bauingenieur, Erfinder und Unternehmer, Zuse KG. Mit seiner Entwicklung der Z3 im Jahre 1941 baute Zuse den ersten funktionstüchtigen, vollautomatischen, programmgesteuerten und frei programmierbaren, in binärer Gleitkommarechnung arbeitenden Rechner und somit den ersten funktionsfähigen Computer der Welt. Also tatsächlich, Konrad Zuse gab es und im Dritten Reich gab es, also das war 1941, das war zu Zeiten des Dritten Reiches, baute er den ersten funktionsfähigen Computer der Welt, also auch eine deutsche Erfindung. Also da hat Dietrich auch wieder recht gehabt. Das wieder zutreffen. Wie gesagt, davor hatten wir ein paar Sachen, die sind nicht recherchierbar oder die können wir halt, ja, als unwahr abtun, würde ich mal sagen. Kann sich jeder selber einen Reim drauf machen. Ich halte es für weniger möglich. Im Dritten Reich gebaut. Damit hatte er die Methode entwickelt, alle Züge pünktlich fahren zu lassen. Die Leute reden immer von der Tüchtigkeit und Produktivität der Nazis, wissen aber nicht, wie die Nazis eigentlich so produktiv sein konnten. Dafür war nicht nur Zuse verantwortlich, sondern auch Hermann Hollerith. Der sorgte dafür, dass Computer mit dem IG Farben entwickelten Magnetband liefen, das nicht nur viel effizienter war als Lochkarten, sondern auch viel billiger. So, Hermann Hollerith. Gucken wir mal, wer das ist und ob der damit auch in Verbindung steht. So, Hermann Hollerith, 29. Februar 1860 in Buffalo, New York, 17. November 1929 in Washington D.C. war ein US-amerikanischer Unternehmer und Ingenieur. Er war Erfinder des nach ihm benannten Hollerith-Lochkartenverfahrens in der Datenverarbeitung. Lochkartenpatent, gucken wir mal, was der damit, also wie gesagt, der ist ja schon 29 verstorben. Das heißt, noch vor der Erfindung des Computers, aber seine Sache mit der Lochkarte lebte halt weiter. Der sorgte dafür, dass Computer mit dem von IG Farben entwickelten Magnetband liefen, das nicht nur viel effizienter war als Lochkarten, sondern auch viel billiger. So, also das kann schon nicht stimmen, weil wie gesagt, der ist ja in den 30ern oder 29 schon verstorben. Also deutscher Lizenznehmer war ab 1910 die Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft Deomag in Berlin. Aber er ist ja schon 29 verstorben und wie gesagt, der Computer war 41 erst da. Und er hat halt ein Lochkartenverfahren gehabt und nicht das Magnetband. Also das entspricht jetzt nicht der Wahrheit. Ne? Dank ihrer Rechenmaschinen konnten die Nazis mit nur 15 Spezialisten innerhalb einer Woche die Arbeiten erledigen, die für 300 Büroangestellte zuvor ein halbes Jahr gebraucht hätten. Und das hatte mehrere bedeutende Konsequenzen. Eine davon war, dass das Dritte Reich den Krieg durchspielen konnte, indem man die Computer mit Gleichungen und historischen Beispielen aus dem Kriegswesen fütterte und so berechnete, wie der Zweite Weltkrieg weiter und ausgehen würde. So ermitteln sie etwa, dass die Alliierten den Achsenmächten zahlenmäßig 10-fach überlegen waren. Stellt man die alliierten Streitkräfte denen von Japan, Deutschland und Italien gegenüber, so sieht man, dass die Alliierten 7-mal so viele Panzer, 5-mal so viele schwere Artillerie, 3-mal so viele Kampfflugzeuge und 5-mal so viele Lastwagen und 7-mal so viele Maschinengewehre besaßen. Alleine die Vereinigten Staaten konnten 27 Millionen Männer für den Kriegseinsatz mobilisieren. So wurde der Befehlshaber des Dritten Reiches klar, dass sie den Krieg nur mit Hinhaltetaktik überleben konnten. Die Nazis mussten ihr Terrain möglichst lange verteidigen und den Vormarsch des Feindes möglichst lange aufhalten, um ihre Regierung umsiedeln zu können. Und zu den ersten Dingen, die umgesiedelt wurden, gehörten die großen Computersysteme. Hitler fragte Bormann, wohin mit diesen wertvollen Computern, die so viele Informationen lieferten, umsiedeln könne. Und Martin Bormann antwortete, nach Neuschwabenland.
Das war ja bereits in den 1930er Jahren von den Deutschen so gut wie kolonialisiert worden. Ja gut, 38, 39 ist man dahin. Ein Jahr zum Kolonialisieren ist schon eine knappe Zeitrechnung, was er da sagt, ne? Aber wie gesagt, wenn er wirklich freigesprochen hat und aus der Erinnerung oder sich nur Notizen gemacht hat, dann kommen irgendwelche Fehler bei den Jahren auch schon mal oder bei den Jahreszahlen auch schon mal rein. Ja, dass da Kolonialisierung betrieben wurde, schwierig. Werde jetzt zum neuen deutschen Stützpunkt. Er war sozusagen die Area 51 Deutschlands. Ja gut, da habe ich ja auch einen Bericht drüber gemacht. Also das lese ich jetzt auch hier tatsächlich zum ersten Mal. Ich habe es vorher irgendwie überlesen. Interessant, dass er da dieselben Ansatzpunkte hat wie ich. Also ich habe das durch meine Recherchen und er dann, das ist cool. Nur ohne die vielen Touristen. Die Nazis verlagerten ihre Waffenprototypen und Computer in die Antarktis, wo sie riesige Kavernen ausschachteten. Ja gut, hier sagt er, die wurden ausgeschachtet und vorher sagt er, die sind schon da. Also da stimmt auch irgendwas nicht. Also Hitler hat sich damals der Erfahrung Bormanns bedient und nach einem Ort gesucht, wo seine Computer unter sterilen Bedingungen betreiben konnte. Und möglichst kühl sollte es auch sein, da die Computer bei ihren vielen Berechnungen sehr heiß wurden. Die Geräte wurden zum Mittelpunkt der Wissenschaft des Dritten Reiches, die auf dem aufbaute, was Hitler und Himmler als arische Physik bezeichneten. Also arische Physik höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Aber brauchten die Computer nicht auch Unmengen an Strom? Zu dieser Erzeugung war doch sicher eine extensive Infrastruktur nötig, Dieselgeneratoren, Personal und so weiter. Dafür sorgten die Nazis, indem sie antarktische Regionen, die Island sehr ähnlich ist, geothermische Energie und Wasserkraft erzeugten. Gegenden in der Antarktis, die ja ein riesiger Kontinent ist, von denen die Amerikaner nie sprechen. Ja gut, also das habe ich jetzt auch schon öfters mit reingebracht, weil da tatsächlich viel geothermische Energie anliegt. Also da sind weitaus mehr Vulkane aktiv oder es gibt auch weitaus mehr Vulkane, als die Wissenschaft das angenommen hat. Ne? Also das würde jetzt auch schon wieder hinkommen, aber sowas kann man sich auch, wenn man sich ein bisschen damit befasst, sich ausdenken und so zusammenschreiben, dass es halt schlüssig ist. Aber er hat denselben Gedankengang, wir unterstellen ihm mal nichts Böses und er hat das wirklich damals in diesen Unterlagen so gelesen, bevor sie vernichtet hat. So, und wo ist dieses Unterland? Unter der Antarktis oder ganz woanders? Douglas Dietrich. Eingänge nach Unterland sind über die ganze Welt verstreut. In Tibet, das war ja die erste deutsche Expedition hin, ne? Also ja, der Antarktis, ein großer in der Schweiz, davon höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Dann in der sogenannten Alpenfestung, in der norditalienischen, Schweizer und österreichischen Alpen. Wahrscheinlich auch in Deutschland, in Hitlers Refugium im Berchtesgaden. Aber dafür habe ich nie Akten gesehen. Die Amerikaner haben das Nazi-Konzept der Alpenfestung missverstanden. Sie glaubten, dass es sich dabei um eine deutsche Entsprechung zum Mussolinis Republik von Salo handelt. In Wirklichkeit war die Alpenfestung aber eine stark bewachte europäische Eingang ins Unterland. Mit Sicherheit gibt es auch viele Eingänge, die bisher nicht entdeckt wurden. Aber die, von denen ich erfahren habe, waren in Tibet und in der Antarktis. Also in beiden Regionen war das Dritte Reich tatsächlich gewesen mit seinen Wissenschaftlern, in Tibet. Und nachdem man in Tibet, so heißt es, viele Indizien gefunden hat oder viele neue Erkenntnisse, hat man relativ schnell die antarktische Expedition auf die Beine gestellt. Ne? Und viele Kilometer unter der Erdoberfläche sind diese Kavernen alle miteinander verbunden. Dort unten herrschen tropische Verhältnisse. Es ist sehr heiß und dampfig, nur eben ohne Sonne. Es sind gigantische Höhlen- und Tunnelsysteme, die sich bestens zur Ausbreitung und Errichtung einer Zivilisation eignen. Ja, was nur vergessen wird, ist halt bei all diesen ganzen Sachen, wo kommt das Licht her? Ne? Also Sonnenlicht etc., weil wo eine Zivilisation errichtet wird, braucht ihr ja Wasser, definitiv, aber auch Licht, damit da irgendwas gedeihen kann. Ne? So, und klar, wenn da Dampf ist und es ist warm und ja, das sind vulkanische Aktivitäten, da könnt ihr Energie mit erzeugen, aber wie gesagt, also eigentlich muss eine Zivilisation an der Oberfläche sein. Ne? Aber gut, soweit reichen meine Kenntnisse auch nicht. Er schreibt es oder sagt es so. Ne? Und das alles wird von der Öffentlichkeit geheim gehalten. Dietrich wieder völlig geheim. Aber was macht das Dritte Reich nun eigentlich im Unterland? Das weiß niemand so genau, weil der Kontakt im Jahre 97 zur Zeit der Regierung Clinton total abgebrochen ist. Also einige Jahre nachdem ich für das US-Verteidigungsministerium zu arbeiten aufgehört habe. Die Amerikaner waren nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrer Operation High Jump und diversen anderen Unternehmen gescheitert. Sie hätten es nur geschafft, mit der Operation Argus zu verhindern, dass das Dritte Reich die Vorherrschaft über den erdnahen Weltraum übernehmen konnte. So, jetzt wird es sehr konspirativ. Wir gehen in den Weltraum. Interessant. Dietrich wieder.
Das alles hat mit der Physik zu tun, über die ich Ihnen allerdings nicht in wissenschaftlichen Begriffen, sondern nur als historischer Bibliothekar berichten kann. 35, im selben Jahr, als Konrad Zuse den ersten funktionsfähigen Computer zum Laufen brachte. Also wie gesagt, das war 41 eigentlich, also so entnehmen wir das Wikipedia. Ob der jetzt wirklich schon früher entwickelt wurde, weiß man nicht. Also wenn das natürlich geheimste Technik war, die sich die Nationalsozialisten natürlich für militärische Zwecke gesichert haben, dann ist es möglich, dass man den geheim gehalten hat und dass er tatsächlich die ersten Jahre unter Geheimhaltung stand, um ihn dann irgendwann, wenn ein besseres System da ist, natürlich auch der freien Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Ne? Machte ein Mann namens Maidan Chandrekar, ich hoffe, das ist richtig so, eine wichtige Entdeckung. Er war ein Hindu aus der damaligen britischen Kolonie Indien, der in England forschte und der Royal Astronomical Society seine astrophysikalischen Berechnungen zur Kenntnis brachte. Er hatte als erster mathematisch nachgewiesen, dass Sterne mit einer bestimmten Masse größer als 1,4 Sonnenmassen im Endstadium ihrer Entwicklung zu Neutronensternen oder schwarzen Löchern kollabieren. Die Briten lachten ihn aus, behandelten ihn abscheulich und beschimpften ihn als gelben Piep. Für die Deutschen und die Japaner waren Chandrakeras Erkenntnisse jedoch Teil der arischen Wissenschaft. Den Deutschen gelang es mit Hilfe der Computertechnik, den logischen Schluss aus Chandrasekars Gleichungen zu ziehen, dass unsere Milchstraße ebenso wie jene andere Galaxie durch supermassives schwarzes Loch zusammengehalten wird. Also da geht es jetzt sehr in den astronomischen Bereich. Wir steigen mal hier wieder ein und die Deutschen dank ihrer Computer wussten, dass sie den Krieg nicht auf konventionelle Weise gewinnen konnten, mussten sich auf ihre Hinterhaltmanöver im Atlantik und Europa verlassen, um ihr 1000-jähriges Reich in Ruhe verlegen zu können. Das ist auch der Grund dafür, warum so viele Deutsche spurlos verschwunden sind. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und der deutschen Diaspora in Europa insgesamt 180 Millionen Deutsche, fast 200 Millionen, wenn man die Russlanddeutschen dazu rechnet. Als nach 45 wieder Volkszählungen durchgeführt wurden, gab es plötzlich nur mehr als 80 Millionen Deutsche. Keine Ahnung, ob das stimmt, also das müsste man mal recherchieren. Also es soll heißen, dass 120 Millionen Deutsche nach Neuschwabenland übergesiedelt sind. Also es ist Utopie, ne? Also mal ganz ehrlich, also die Zahlen, die jonglieren damit Zahlen, so viele Menschen irgendwo hin zu verbringen, naja, gut, weiß man nicht. Also das halte ich für nicht wahrheitsgemäß. Es sind viele Deutsche verschwunden und von denen wurde garantiert Tausende umgesiedelt. Himmler war von diesem Vorhaben besessen. Dazu muss man sich den wahren Zweck der SS vor Augen halten. Und einer der Gründe für ihre multinationale Ausrichtung war Himmlers fixe Idee, dass er die genetisch rein nordischen Arier nach Neuschwabenland oder in andere Gebiete umsiedeln wolle. Aha, was schätzen Sie also? Wie viele Menschen haben dort gelebt? Also hier sagt er mindestens, da ist es mindestens 1 Million sollen im Unterland gelebt haben. Aber die mussten alle unterirdisch leben, ist ja ziemlich kalt in der Antarktis. Man überlebt diese Temperaturen nur in großteils unterirdischen Bunkern. Viele wohnen dort monatelang, ohne je ins Freie zu gehen. Und wenn sie rausgehen, dann nur in Teams und in dicker orangefarbener Schutzkleidung, damit man sie im Notfall im Schnee wiederfinden kann. Niemand geht dort zum Spaß hinaus. Also mit Hilfe von geothermischer Energie und Wasserkraft konnte man dort jede Menge Licht erzeugen. Also jetzt in den unterirdischen Kavernen unter der Antarktis. Und das alles war den Nazis möglich, weil sie die amerikanische Operation High Jump erfolgreich abwehren konnten. Wie ich ja bereits anhand der Operation Seewolf und der Bombe in Kurland erläutert habe. Der Zweite Weltkrieg war ein Atomkrieg. Nicht nur die Amerikaner setzten Nuklearwaffen ein, sondern auch die Achsenmächte. Nur waren die viel erfolgreicher damit, weil sie damit die gegnerische Front entscheidend zurückdrängen konnten. Also gut, dann ist wahrscheinlich eine Bombe in Kurland auch gefallen von deutscher Seite aus. Höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Mein Vater war 30 Jahre lang Angehöriger der US-Marine, während des Zweiten Weltkrieges, aber auch in Korea und im Vietnamkrieg. Nach Ende der Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg meldete er sich freiwillig für die Operation High Jump. Ja, also das ist interessant hier. Wurde aber abgelehnt, weil er Zahnfüllungen hatte. Sie erklärten ihm, dass in der extremen Kälte der Antarktis alle Zahnfüllungen aus Metall zusammenschrumpfen würden und dass wegen der dadurch entstehenden Schmerzen die Zähne entfernt werden müssten. Wer in der Antarktis zu tun hat, braucht absolut gesunde Zähne. Deswegen hatte Himmler bei den Angehörigen der SS perfekte Zähne gefordert. Churchill und Roosevelt führte das auf eine perverse Ästhetik zurück. Aber in der Wahrheit benötigte Himmler Männer, die für einen Antarktis-Einsatz geeignet waren. So, das ist interessant. Und dazu ein guter Kumpel von mir ist Zahnmediziner, also ein Zahnarzt, praktizierender Zahnarzt. Und ihm habe ich diese Frage gestellt, wenn man damals, das waren ja einmal Garnfüllungen, aber auch Gold. Ich sage, wenn das draußen richtig kalt ist, gut, dann ist im Mund immer noch warm. Ne? Aber gehen wir mal davon aus, also die Kälte geht da auch rein, was auch immer. Ich habe ihm einfach mal gesagt,
in extremer Kälte, wie jetzt immer im arktischen Bereich, wenn ich dann so eine Metallzahnfüllung habe, gibt es da Probleme? Und er sagte, ja, das kann zu Problemen führen, keine Frage, weil dieses Metall schrumpft und das gibt enorme Schmerzen, sodass Zähne sogar entfernt werden müssen. Das hat er mir gesagt. Also das ist schon interessant, weil das entspricht tatsächlich der Wahrheit. Also es muss nicht, es kann. Ne? Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir schenken mal einen Augenblick seinen Worten hier Glauben, dass Himmler oder das Dritte Reich generell vorhatte, da einen Rückzugsort für das Dritte Reich oder das Tausendjährige Reich zu schaffen, dann brauchte man natürlich Männer, die da gesund hingehen. Dass man im Laufe des Lebens irgendwann sowieso Zahnprobleme kriegt und dass man da ja großteils auch unter dem Eispanzer lebt. Das hat man dabei außer Acht gelassen. Aber gehen wir mal davon aus, das sind Soldaten, die müssten an die Oberfläche, die müssen da hinkommen etc., dann macht das schon Sinn. Ne? Das erstmal dazu, also das entspricht schon der Wahrheit. Ja, hier kommen wieder die Flügelrad-Hubschrauber, also wahrscheinlich so eine ähnliche Erfindung wie Andreas Epp die gemacht hat. Diverse Flugzeugprototypen, die in der Antarktis gebracht wurden, waren die Amerikaner an. In nur 5 Jahren wurden laut New York Times 204 US-Kampfflugzeuge zerstört oder als vermisst gemeldet. Dann dazu, dass die Amerikaner ihre Operation Argus starteten, in deren Rahmen sie im Jahre 58 auch Atomwaffen einsetzten. Die Operation Argus war eine Reihe von 3 im Jahre 58 in Höhen von 200 bis 540 Kilometer durchgeführten Atombombentests. Also doch 1958, er hatte recht. Atomwaffen einsetzen, nachdem sie ein Jahrzehnt lang vergeblich versucht hatten, die Antarktis einzunehmen. Fest steht, dass 166 Mannschaftsmitglieder bei Aufklärungsflügen in den russischen und chinesischen Luftraum ums Leben kamen. Die USA führte gleichzeitig Krieg gegen den Ostblock und die UFO-Präsenz. Aus den Dokumenten, mit deren Zerstörung ich betraut wurde, ging hervor, dass im sogenannten Luft- und Raumfahrtkrieg, also im Luftscheibenkrieg, in den 40er und 50er Jahren 2000 Piloten den Tod fanden. Es gibt eine Menge Dinge, von denen die Öffentlichkeit nie erfährt. Nur um das in Relation zu setzen, denken Sie an die Ardennen-Offensive, Hitlers großer Vorstoß nach Frankreich gegen General Patton und die Amerikaner. Diese berühmte Schlacht, in deren Verlauf sich 2 amerikanische Infanterieregimenter ergaben, fand von Dezember 44 bis Januar 45 statt. Die Amerikaner studierten sie sehr intensiv, weil Hitlers Strategie in der Ardennen-Offensive so revolutionär war, dass die amerikanischen Truppen die Flucht ergriffen und die Kriegsanstrengungen der USA fast gescheitert wären. So, die Ardennen-Offensive ist militärisch betrachtet höchst interessant. Also da hat Joachim Peiper, der hat das angeführt mit seiner Kampftruppe. Der ist so weit in das verlorene Gebiet vorgedrungen, dass das Oberkommando der Wehrmacht von einer Falschmeldung durch den amerikanischen Geheimdienst ausging. Das konnte die Generalität überhaupt nicht fassen, dass Peiper mit seiner Panzertruppe so tief in das vorher von den Amerikanern eroberte Gebiet vorstoßen konnte. Also das ist Wahnsinn, ne? was diese zumeist ultra jungen Männer da wirklich auf die Beine gestellt haben. Also Hintergrund war, die Wetterverhältnisse waren so schlecht, dass die amerikanische Luftwaffe nicht fliegen konnte. Das heißt, die Panzertruppe und die Infanterietruppen, die ja schon gute Erfahrungen im Krieg gesammelt hatten, konnten auf breiter Front nach vorne durchstoßen. Deswegen war das auch so erfolgreich, weil die Amerikaner keine Luftunterstützung hatten. So, und aufgrund dieser Ardennen-Offensive gab es auch ganz interessante Prozesse. Das waren die Malmedy-Prozesse. Und wenn man die sich mal betrachtet, die nach dem Krieg stattgefunden hatten, also diese Soldaten, die da überlebend waren, inklusive Jochen Peiper, der Anführer, die sollten alle hingerichtet werden. Und auf Drängen eines amerikanischen Militärstaatsanwaltes, der sich für die deutschen Kampfsoldaten da wirklich eingesetzt hat, weil er sagte, das waren saubere Soldaten, die haben gekämpft, die sind ihrer Pflicht nachgegangen. Also er hat sich mit Leibeskräften für diese jungen deutschen Männer eingesetzt oder für diese jungen deutschen Soldaten, ehemaligen Soldaten. Das waren jungsche Kerle, die waren 16, 17 bis Mitte 20, wenn überhaupt, ne? Dass die dann halt freigelassen wurden. Und diese Männer haben erst ihr Schweigen gebrochen, nachdem das mit Abu Ghraib und also dem Foltergefängnis bekannt wurde, Abu Ghraib und Guantanamo Bay, weil die waren nämlich auf Parole frei. Also sie durften nicht sagen, was ihnen da widerfahren ist. Wen das interessiert, die Malmedy-Prozesse, da gibt es, die sind sehr, sehr gut dokumentiert, die sind ultra interessant und ja, Peiper selber ist
nach dem Krieg, ich meine in den 70er Jahren hat er in Frankreich gelebt, relativ zurückgezogen. Der ist von irgendwelchen Menschen umgebracht worden. Also man hat ihn zu Hause überfallen mit Waffengewalt und dabei ist er diesem Angriff erlegen. Ganz interessant, wen das interessiert, recherchiert einfach mal. Da gibt es wirklich ganz, ganz interessante Literatur zu. Dieses Beispiel soll hauptsächlich illustrieren, wie aggressiv Hitler noch in den Jahren 44, 45 gegen den Feind vorging. Für ihn stand damals alles auf dem Spiel. Er musste sich so lange wie möglich behaupten, bevor die Evakuierung seiner Exilregierung beginnen konnte. Also laut Aussagen von Dietrich war 44, 45 die Exilregierung noch nicht evakuiert, beziehungsweise der Platz dafür war noch nicht ganz fertig. Ne? Daher zeigte seine damalige Kriegsführung auch keine Spur von Hoffnungslosigkeit. Und letzten Endes gelangen die Amerikaner durch den Flugscheibenkrieg dann auch zur Überzeugung, dass die Nazis eine Mondbasis errichten wollten. Deshalb investierten sie nach ihrer gescheiterten Operation High Jump auch so viel in einen Nuklearkrieg gegen die Exilregierung des Dritten Reiches und starteten die Operation Argus. Er ist jetzt schon wieder sehr konspirativ bzw. Science Fiction, ne? Also eine Mondstation. Herzlich willkommen bei Iron Sky. Wir prüfen, das Dritte Reich errichtete also von seiner neuen Basis in Neuschwabenland aus eine Mondbasis. Oder hatte das zumindest vor. Dietrich bejaht das. Und dazu verwendeten sie keine normalen Raketen, sondern Antigravitations- und andere neue Technologien, die auf Gleichung von Subrahmanyan Chandrasekhar und auf Tesla-Technologie aufbauten. Die Deutschen hatten eine Menge technische Erfahrung. Das weiß heute kaum noch jemand. Bereits in den 30er Jahren gelang es ihnen, die Schallmauer zu durchbrechen und ins All vorzudringen. Das steht außer Zweifel. Und diese Errungenschaften und ihre Weiterentwicklung ermöglichten es ihnen, Langstreckenbombenangriffe auf die Sowjetunion durchzuführen. Allerdings fielen ihre strategischen Bomber nach Kriegsende zum Großteil der Sowjetunion in die Hände und die Amerikaner erfuhren erst viel später durch ihre Geheimdienste von dieser Technik. Also laut ihm war in den 30er Jahren schon die Schallmauer durchbrochen und Deutschland stand schon am Rande zum All. Man muss den Wettlauf ins All vor diesem Hintergrund sehen. Er begann eigentlich bereits im März 1926, als Dr. Robert Goddard die erste Flüssigkeitsrakete in den USA startete. Im Juni 28 führte Friedrich Stammer, da gucken wir mal, wer das ist. Friedrich Stammer, 87 in Hannover, Dezember 69 in Oberursel. War deutscher Pilot, Fluglehrer und Flugkonstrukteur. Stammer war nach dem Ersten Weltkrieg maßgeblich an der Einsitzer-Schulung auf Gleitflugzeugen in Deutschland beteiligt. Stammer trat 32 in die NSDAP ein und wurde Angehöriger der SA. Wurde Stammer von seinem Posten abgelöst und nach Berlin Zentral des Deutschen Luftsportverbandes Abteilung Segelflug. 34 kehrte Stammer als Abteilungsleiter zwischenzeitlich neu konstruierten Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug. Bis 1945 blieb er zunächst in Griesheim, später in Eyring Leiter des Instituts für Flugversuche bei der DFS. Goddard, Flüssigkeitsrakete in den USA und Friedrich Stammer, also Fritz, hat das in Deutschland gemacht. Raketentrieb, also als erster Mensch einen raketengetriebenen Flug aus. In einem von Alexander Lippich konstruierten Segelflugzeug. Am 10. Juni und 11. Juni 1928 führte er als erster Mensch einen Flug mit einem raketengetriebenen Segelflugzeug des Typs RRG Ente aus. Nach dem dritten Flug brannte die Maschine jedoch aus. Also es entspricht auch da der Wahrheit. Also er ist wirklich in einem raketengetriebenen Segelflugzeug durch die Gegend geflogen. Also es ist interessant. Im Juli 1929 legte er die erste mit Instrumenten bestückte Rakete Dr. Gottards einen Fehlstart hin, was dazu führte, dass sich alle seine Nachbarn über ihn beschwerten und einen richterlichen Beschluss erwirkten. Also er ist jetzt in Amerika. Er bekam dann in den USA ein Startverbot. Es war ihm so peinlich, dass er zurückgezogen lebte, weil sie ihn diffamiert haben. Das kennen wir auch. Ja, und das war der Unterschied zum Dritten Reich. Also weil sich das Dritte Reich im Krieg befand, waren die Nationalsozialisten natürlich offen für neue Erfindungen. Sie haben einfach alles und jeden, was so ein bisschen erfolgsversprechend aussah, gefördert. Also es gab Unmengen an Geldmitteln, die den Wissenschaftlern, Entwicklern, Erfindern da zur Verfügung gestellt wurde. Und deswegen war das Reich auch so weit entwickelt, weil sie halt einfach jeden gefördert haben. Und die Wissenschaftler standen Schlange. Ja, natürlich, ihr seid Wissenschaftler, ihr wollt eure Erfindung nach vorne bringen, dafür benötigt ihr Geld. Also sucht euch jemanden, der Geld gibt. Und das war in dem Falle der Staat, also das Reich. Und das hat diese Forschung dann erst möglich gemacht. Und deswegen waren sie so weit, weil man nicht drauf geguckt hat, was haben die Leute für eine Bildung, was haben die Leute bis jetzt gemacht, sondern die haben geguckt, was haben die Leute da für Ideen? Ist das irgendwo zielführend? Und dann haben sie das unterstützt. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ne? So läuft das. Ihr seid Wissenschaftler, ihr wollt eure Forschung nach vorne bringen.
Also sucht ihr euch Geldgeber. So, und die Wissenschaftler, die standen Schlange. Es wird immer wieder gesagt, ja, das war alles unter Zwang. Nein, das stimmt aber nicht. Die wollten ihre Erfindungen nach vorne bringen, was völlig normal ist, wenn ihr Entwickler und Wissenschaftler seid. In November 29 kontaktierte ihn jedoch Charles Lindbergh und sorgte dafür, dass der Erfinder ein Guggenheim-Stipendium bekam. Das Geld ermöglichte ihm, sein Raketenlabor nach Roswell in New Mexico zu verlegen. Der statistisch gesehen am wenigsten bevölkerten Gemeinde der Vereinigten Staaten, aber immerhin mit einer ausreichenden Infrastruktur, damit er wenigstens fließendes Wasser hatte. Im Februar 1936 testeten die Deutschen ihre A3-Rakete. Das Projekt unterlag zwar strengster Geheimhaltung, doch über die Geheimdienste erfuhr man in Washington trotzdem davon. Die A3-Rakete, gucken wir mal, was das ist. Das Aggregat 3, kurz A3-Rakete, war eine deutsche Versuchsrakete, mit deren Hilfe wichtige Komponenten für das geplante Aggregat A4 erprobt werden sollte. Mit der A3 fanden am 4., 6., 8. und 11. Dezember 37 Startversuche auf der Greifswalder UI statt, die alle fehlschlugen, da die verwendete Form keinen stabilen Flug zuließ. Wenn wir uns das mal angucken, das ist die A3, ja, das kleine Ding hier, das ist dann die A4, 4B, 5, 6, 7, 8, 9 und die riesengroße A10, die Amerika-Rakete, also eine Interkontinentalrakete. Und die A9, die war sogar bemannt, da ist ein Cockpit. So, und das hat man bereits Ende der 30er Jahre erprobt, das Ding. In den USA belächelte man das, Gottards Rakete kaum einen militärischen Wert habe, die Deutschen technisch sehr weit vorne. 1930 konstruierte Dr. Bush. Zur Relevanz der deutschen Raketentechnologie muss man wissen, dass der Weltraum eine sehr lebensfeindliche Umgebung ist. Die Hälfte der Erdatmosphäre liegt unterhalb einer Höhe von 5 Kilometern. Im unteren Teil der Troposphäre brauchen die meisten Menschen zusätzlichen Sauerstoff, wenn sie effizient arbeiten wollen. In etwa 14,5 Kilometern Höhe sind Druckanzüge und Druckkabinen notwendig. So, das überprüfen wir auch mal eben, ab welcher Höhe tatsächlich der Mensch einen Druckanzug oder eine Druckkabine benötigt. Ein U-2-Pilot im Druckanzug. Ein Druckanzug wird bei Umgebungsdruckverhältnissen getragen, die ohne entsprechende Schutzmaßnahmen eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstellen oder sogar lebensbedrohlich sind. In Höhen ab 50.000 Fuß, also 15 Kilometer, muss ein Druckanzug getragen werden, der die Lunge, den Atemtrakt und die kommunizierenden Körperhöhlen vom Druckunterschied innen gegenüber außen entlastet. Ab 65.000 Fuß, 20 Kilometer, sind Schutzanzüge erforderlich, die ein Überleben in einem Vakuum ermöglichen. Also das stimmt auch, ab 15 Kilometern Höhe braucht ihr hier so einen schönen Druckanzug. Das ist so eine Apparatur. Also auch hier ist er sehr präzise. So, und das ist jetzt hier so ein deutscher Druckanzug aus den 30er oder 40er Jahren. Hier ist er am Steuer bzw. im Flugzeugführerstand von dem Horten-Nurflügler. Und weil dieser sehr hoch operierte, brauchte man Druckanzüge. Ne? Und so sahen diese Druckanzüge aus Deutschland damals aus. Also Deutschland war schon in der Lage, tatsächlich mit diesen Druckanzügen zu arbeiten. Man wusste schon darum, man hatte diese Technik. Ja, also das ist wirklich auch schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann schauen wir jetzt einfach mal auf die Konstruktion von diesem Nurflügler. Also das ist dieses Gerät, die Horten. Die Konstruktion, das ist auch wieder so sehr, sehr interessant. Also das Flugzeug flog auf einer Höhe von, oder sollte auf einer Höhe von Dienstgipfelhöhe 15.000 Metern. Ja, also in 15 Kilometern Höhe sollte die Horten fliegen. Also das ist schon beeindruckend, wenn man jetzt überlegt, dass die Alliierten dann noch mit ihren Propellerflugzeugen unten recht langsam unterwegs waren, war Deutschland schon in der Lage, auf 15.000 Meter Flüge durchzuführen. Ne? Gucken wir mal in die Konstruktion. Maximalgeschwindigkeit unter 1000 km/h. Das Flugzeug sollte ursprünglich mit einem federbetätigten Schleudersitz ausgerüstet werden. Also man war auch schon an dem Schleudersitz dran. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr weit gewesen. Und jetzt versteht man auch, warum die Amerikaner die deutsche Technologie und die deutschen Wissenschaftler als Schatz bezeichnet haben. Da er jedoch von der Erprobungsstelle Rechlin als unzureichend beurteilt wurde, sollte schließlich ein mit einer Sprengkartusche betätigter Katapultsitz zum Einsatz kommen. Da keine Druckkabine vorhanden war, entwickelte die Firma Dräger für Flüge in großen Höhen einen ersten Druckanzug für Piloten, der mit seinem Helm wie ein Vorläufer der heutigen Raumanzüge anmutet, sich aber in der vorgesehenen Ausführung als unpraktisch erwies. Also das müsst ihr euch mal überlegen, also der Vorgänger des Raumanzuges, also man hat nach diesem deutschen Druckanzug die Raumanzüge entwickelt. Also überlegt euch mal, wie weit das war. Und man sagt ja, das sind also nach offiziellen Angaben
Deutschland war in den 40er Jahren mit seiner Technik und Wissenschaft den anderen Ländern um 40 Jahre voraus. Ne? Und das macht das ja also hier tatsächlich eindeutig. Druckkabine, Raumanzüge, Schleudersitze. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch Dietrich, was das angeht, hat er da auch wieder recht. Zurück in die USA. Als Robert Goddard seine Rakete entwickelte, starten die Deutschen bereits bemannte Raumflüge. Die ersten Menschen im All waren keine sowjetischen Kosmonauten oder amerikanische Astronauten, sondern Angehörige der deutschen Raumwaffe. Die deutsche Raumwaffe, also das höre ich jetzt auch so zum ersten Mal. Das ist interessant, eines Gemeinschaftsprogramms von Reichsmarschall Göring und Heinrich Himmler. Gleichzeitig mit ihrer Sommeroffensive Fall Blau im Juni 1942 begannen die Deutschen ihre Bombenangriffe mit den Sänger Silbervögeln. Also das hatte ich vorher auch noch nie gehört, aber ich habe es mal gegoogelt. Der Silbervogel war ein Entwurf für einen suborbitalen Bomber mit einem Flügelspannweite von 15 Metern und einer Länge von 28 Metern, der in den späten 1930er Jahren von Eugen Sänger und Irene Sänger-Brent im Dritten Reich erstellt wurde. Der Entwurf war bemerkenswert, da er neue Raketentechniken und das Prinzip eines Gleiters ausnutzte. Am Ende wurde der Entwurf als zu komplex und teuer für eine Realisierung angesehen. Es gab nur Windkanaltests. Also Wikipedia sagt, die Waffe hat es so nicht gegeben. Der Silbervogel sollte Langstreckenflüge mit Hilfe einer Serie von kurzen Sprüngen realisieren. Das Flugzeug sollte zu Beginn einer Mission entlang einer 3 Kilometer langen Eisenbahnschiene durch einen raketengetriebenen Schlitten beschleunigt werden. Einmal gestartet sollte es seine eigenen Raketen zünden und auf eine Flughöhe von 145 Kilometer ansteigen, in der es mit einer Geschwindigkeit von 22.100 km/h geflogen wäre. Dann sollte es schrittweise in die Stratosphäre herabsteigen, wo die höhere Luftdichte einen Antrieb auf der flachen Unterseite des Flugzeuges erzeugt hätte, der es anschließend zum Springen gebracht und auf eine größere Flughöhe hätte ansteigen lassen. Daraufhin hätte sich der Vorgang wiederholt. Wegen des Luftwiderstandes wäre jeder Sprung kleiner gewesen als der vorige. Es wurden jedoch errechnet, dass der Silbervogel in der Lage gewesen wäre, den Atlantik zu überqueren, eine 4000 Kilo Bombe über dem amerikanischen Kontinent abzuwerfen und dann seinen Flug bis zur Landung irgendwo im japanischen Teil des Pazifiks fortzusetzen. Eine Reise von insgesamt 24.000 Kilometer. Überleg mal, das war in den 30er Jahren. Oh, also das flecht mich jetzt schon ein bisschen, weil davon hatte ich noch nie was gehört. Also das ist bahnbrechend, würde ich mal sagen. Ne? Also es soll nur bei den Versuchen geblieben sein, aber die Errechnungen sagen, es hätte funktionieren können. Bei den Nachkriegsanalysen stellte sich ein Fehler in der Berechnung der aerodynamischen Erhitzung beim Wiedereintritt heraus. Die neue Berechnung erbrachte, dass der Silbervogel ohne Kurskorrektur beim Wiedereintritt verglüht wäre. Trotzdem war es nicht unmöglich, dieses Problem zu lösen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten die USA und die Sowjetunion Interesse an Sängers Arbeit. Wurde sogar weiterentwickelt. Also er sagt ja, die Amis wussten da nichts von, die Sowjets haben das Ding. Gut, wie sieht das denn aus? So sieht das Ding aus. Also Silbervogel. Und ich habe dazu ein Video gefunden, das gucken wir uns mal an.